Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Dana Schulz, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne einen Ausflug in die Natur machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was genau machen? Wo und wann? Was mitbringen? Essen, trinken? Fotos machen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Julia. Wie geht es dir? Hallo Daniel, mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, am Wochenende etwas zu unternehmen. Ja, gerne. Was hast du denn im Sinn? Ich dachte, wir könnten einen Ausflug in die Natur machen. Vielleicht könnten wir wandern oder picknicken. Was denkst du? Das klingt super. Wo möchtest du denn hin? Ich habe an den nahegelegenen Nationalpark gedacht. Dort gibt es viele schöne Wanderwege und Plätze zum Picknicken. Wie findest du das? Das finde ich schön. Wann möchtest du denn? Ich dachte, wir könnten am Samstagmorgen um 9 Uhr losfahren. Ich dachte, wir könnten am Samstagmorgen um 9 Uhr losfahren. Dann hätten wir genug Zeit, um alles zu sehen und zu unternehmen. Dann hätten wir genug Zeit, um alles zu sehen und zu unternehmen. Was sagst du dazu? Das hört sich gut an. Wie lange denkst du, werden wir dort bleiben? Das hört sich gut an. Wie lange denkst du, werden wir dort bleiben? Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen und gegen Abend wieder zurückfahren. Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen und gegen Abend wieder zurückfahren. Passt das für dich? Ja, das passt gut für mich. Was sollten wir denn mitbringen? Ja, das passt gut für mich. Was sollten wir denn mitbringen? Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall Proviant mitbringen. Also etwas zu essen und zu trinken. Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall Proviant mitbringen. Also etwas zu essen und zu trinken. Und natürlich bequeme Schuhe und Kleidung, falls wir wandern gehen. Und natürlich bequeme Schuhe und Kleidung, falls wir wandern gehen. Okay, ich werde etwas zu essen und zum Trinken mitbringen. Okay, ich werde etwas zu essen und zum Trinken mitbringen. Sollen wir noch etwas anderes mitbringen? Eine Decke oder so? Sollen wir noch etwas anderes mitbringen? Eine Decke oder so? Eine Decke ist eine gute Idee. Dann können wir uns auf dem Gras ausruhen und entspannen. Eine Decke ist eine gute Idee. Dann können wir uns auf dem Gras ausruhen und entspannen. Okay, ich werde eine Decke mitbringen. Sollen wir noch etwas vorbereiten? Okay, ich werde eine Decke mitbringen. Sollen wir noch etwas vorbereiten? Ja, ich dachte, wir könnten eine Karte des Parks ausdrucken und uns über die verschiedenen Wege und Sehenswürdigkeiten informieren.
Ja, ich dachte, wir könnten eine Karte des Parks ausdrucken und uns über die verschiedenen Wege und Sehenswürdigkeiten informieren. Wie findest du das? Das ist eine gute Idee. So können wir uns besser orientieren und wissen, was wir uns anschauen wollen. Das ist eine gute Idee. So können wir uns besser orientieren und wissen, was wir uns anschauen wollen. Ja, genau. Ich werde die Karte ausdrucken und sie mitbringen. Gibt es sonst noch etwas, das du vorbereiten möchtest? Ja, genau. Ich werde die Karte ausdrucken und sie mitbringen. Gibt es sonst noch etwas, das du vorbereiten möchtest? Ich glaube, es wird auch eine gute Gelegenheit sein, um ein paar Fotos zu machen und Erinnerungen zu sammeln. Ich glaube, es wird auch eine gute Gelegenheit sein, um ein paar Fotos zu machen und Erinnerungen zu sammeln. Was hältst du davon? Ja, das wäre super. Ich habe auch eine Kamera, die wir mitnehmen können. Ja, das wäre super. Ich habe auch eine Kamera, die wir mitnehmen können. Perfekt, dann können wir uns die Fotos ansehen und uns an den Ausflug erinnern. Perfekt, dann können wir uns die Fotos ansehen und uns an den Ausflug erinnern. Genau. Ich denke auch, dass wir uns vorher über das Wetter informieren sollten. Genau. Ich denke auch, dass wir uns vorher über das Wetter informieren sollten. Es wäre nicht so toll, wenn es regnen würde. Es wäre nicht so toll, wenn es regnen würde. Ja, da hast du recht. Ich schaue mal im Internet nach dem Wetterbericht für das Wochenende. Ja, da hast du recht. Ich schaue mal im Internet nach dem Wetterbericht für das Wochenende. Danke. Ich glaube auch, dass wir uns Gedanken über die Anfahrt machen sollten. Danke. Ich glaube auch, dass wir uns Gedanken über die Anfahrt machen sollten. Sollen wir mit dem Auto fahren, oder gibt es auch eine Busverbindung? Sollen wir mit dem Auto fahren, oder gibt es auch eine Busverbindung? Gute Frage. Ich denke, mit dem Auto wäre es einfacher und schneller. Gute Frage. Ich denke, mit dem Auto wäre es einfacher und schneller. Aber wir sollten uns auch über die Parkmöglichkeiten informieren. Aber wir sollten uns auch über die Parkmöglichkeiten informieren. Ja, das stimmt. Ich schaue mal im Internet nach den Parkmöglichkeiten und ob es Gebühren gibt. Ja, das stimmt. Ich schaue mal im Internet nach den Parkmöglichkeiten und ob es Gebühren gibt. Okay, super. Ich glaube, wir sollten auch daran denken, dass wir genug Wasser und Snacks mitnehmen. Okay, super. Ich glaube, wir sollten auch daran denken, dass wir genug Wasser und Snacks mitnehmen. Wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, werden wir sicher hungrig und durstig. Wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, werden wir sicher hungrig und durstig. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch noch ein paar Snacks besorgen, damit wir genug Energie haben. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch noch ein paar Snacks besorgen, damit wir genug Energie haben. Prima, vielen Dank dafür. Wir sollten auch daran denken, dass wir uns Sonnencreme und eventuell auch Mückenspray mitbringen. Wir sollten auch daran denken, dass wir uns Sonnencreme und eventuell auch Mückenspray mitbringen.
Tolle Sache. Ich werde auch eine Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung mitnehmen, falls es sehr sonnig wird. Tolle Sache. Ich werde auch eine Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung mitnehmen, falls es sehr sonnig wird. Klasse. Ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen und vorbereitet. Ich freue mich schon sehr auf den Ausflug. Klasse. Ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen und vorbereitet. Ich freue mich schon sehr auf den Ausflug. Ich mich auch. Es wird sicher ein toller Tag, und wir werden viele schöne Erinnerungen sammeln. Ich mich auch. Es wird sicher ein toller Tag, und wir werden viele schöne Erinnerungen sammeln. Ja, das denke ich auch. Es wird bestimmt ein erlebnisreicher Tag. Vielen Dank für die Idee und für die Planung. Ja, das denke ich auch. Es wird bestimmt ein erlebnisreicher Tag. Vielen Dank für die Idee und für die Planung. Kein Problem. Ich freue mich schon darauf, den Nationalpark zu erkunden und den Tag mit dir zu verbringen. Kein Problem. Ich freue mich schon darauf, den Nationalpark zu erkunden und den Tag mit dir zu verbringen. Ich mich auch. Die Situation. Sie wollen gerne etwas mit der Familie machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was machen? Wo und wann? Essen, Getränke? Spiele für Kinder? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Thomas, hast du Pläne für das Wochenende? Nein, noch nicht. Warum fragst du? Ich dachte, vielleicht könnten wir etwas mit der Familie zu unternehmen. Hast du da Ideen? Ich dachte, vielleicht könnten wir etwas mit der Familie zu unternehmen. Hast du da Ideen? Das klingt gut. Was hast du dir gedacht? Das klingt gut. Was hast du dir gedacht? Wie wäre es, wenn wir einen Tagesausflug machen und irgendwo hinfahren, wo wir alle zusammen spazieren gehen und picknicken können? Wie wäre es, wenn wir einen Tagesausflug machen und irgendwo hinfahren, wo wir alle zusammen spazieren gehen und picknicken können? Ja, das klingt wirklich schön. Aber wohin sollen wir fahren? Ja, das klingt wirklich schön. Aber wohin sollen wir fahren? Wie wäre es mit einem nahegelegenen Nationalpark oder einem See? Wie wäre es mit einem nahegelegenen Nationalpark oder einem See? Ja, gut. Wir könnten auch einen Strand besuchen, wenn das Wetter gut ist. Ja, gut. Wir könnten auch einen Strand besuchen, wenn das Wetter gut ist. Ja, das ist eine großartige Idee. Lass uns ein paar Optionen anschauen und dann entscheiden, wo wir hingehen werden. Ja, das ist eine großartige Idee. Lass uns ein paar Optionen anschauen und dann entscheiden, wo wir hingehen werden. Okay, das hört sich aufregend an. Lass uns so schnell wie möglich planen, damit wir alle darauf vorbereitet sein können. Lass uns so schnell wie möglich planen, damit wir alle darauf vorbereitet sein können. Ich denke, wir sollten auch über das Essen nachdenken. Möchtest du, dass wir selbst etwas zu essen mitnehmen, oder sollen wir, irgendwo unterwegs, essen gehen? Ich denke, wir sollten auch über das Essen nachdenken.
Möchtest du, dass wir selbst etwas zu essen mitnehmen, oder sollen wir, irgendwo unterwegs, essen gehen? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir selbst etwas mitnehmen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir selbst etwas mitnehmen. Dann können wir uns um das Essen kümmern, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, dass es irgendwo überfüllt ist. Dann können wir uns um das Essen kümmern, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, dass es irgendwo überfüllt ist. Ja, das stimmt. Aber was sollen wir mitnehmen? Sandwiches, Obst, Snacks? Ja, das stimmt. Aber was sollen wir mitnehmen? Sandwiches, Obst, Snacks? Wie wäre es mit einer Kombination aus allem? Wir könnten Sandwiches und ein paar Snacks mitnehmen und auch ein paar Früchte als Nachtisch. Wie wäre es mit einer Kombination aus allem? Wir könnten Sandwiches und ein paar Snacks mitnehmen und auch ein paar Früchte als Nachtisch. Okay, das hört sich richtig lecker an. Lass uns eine Liste erstellen, damit wir nichts vergessen. Okay, das hört sich richtig lecker an. Lass uns eine Liste erstellen, damit wir nichts vergessen. Ja, das ist eine gute Idee. Und wir sollten auch darüber nachdenken, was wir für Getränke mitnehmen werden. Ja, das ist eine gute Idee. Und wir sollten auch darüber nachdenken, was wir für Getränke mitnehmen werden. Ja, das ist wichtig. Wir sollten vor allem an Wasser denken, besonders wenn wir an einem heißen Tag unterwegs sind. Wir sollten vor allem an Wasser denken, besonders wenn wir an einem heißen Tag unterwegs sind. Übrigens, haben wir an Unterhaltung für die Kinder gedacht? Übrigens, haben wir an Unterhaltung für die Kinder gedacht? Gut, dass du das erwähnst. Wir sollten sicherstellen, dass sie auch beschäftigt sind. Gut, dass du das erwähnst. Wir sollten sicherstellen, dass sie auch beschäftigt sind. Wir könnten ein paar Bücher und Zeichenblöcke für sie mitnehmen, damit sie malen und lesen können. Wir könnten ein paar Bücher und Zeichenblöcke für sie mitnehmen, damit sie malen und lesen können. Das ist eine tolle Idee, und wir können auch ein paar Spiele für sie mitnehmen. Das ist eine tolle Idee, und wir können auch ein paar Spiele für sie mitnehmen. Ja, das könnte auch gut funktionieren. Was hältst du von Kartenspielen oder Würfelspielen? Ja, das könnte auch gut funktionieren. Was hältst du von Kartenspielen oder Würfelspielen? Kartenspiele sind eine gute Option, weil sie einfach zu spielen sind. Und Würfelspiele könnten auch Spaß machen. Kartenspiele sind eine gute Option, weil sie einfach zu spielen sind. Und Würfelspiele könnten auch Spaß machen. Genau. Und wir sollten auch darüber nachdenken, was wir für sie zu essen mitnehmen. Genau. Und wir sollten auch darüber nachdenken, was wir für sie zu essen mitnehmen. Vielleicht können wir ihnen ein paar Sandwiches oder Snacks für Kinder besorgen. Vielleicht können wir ihnen ein paar Sandwiches oder Snacks für Kinder besorgen. Sicher, und etwas Obst ist auch immer gut. Wir wollen sicherstellen, dass sie auch glücklich und zufrieden sind. Sicher, und etwas Obst ist auch immer gut. Wir wollen sicherstellen, dass sie auch glücklich und zufrieden sind. Absolut. Lass uns all diese Dinge noch auf unsere Liste schreiben und sicherstellen, dass wir alles haben, was wir brauchen, bevor wir losfahren.
Absolut. Lass uns all diese Dinge noch auf unsere Liste schreiben und sicherstellen, dass wir alles haben, was wir brauchen, bevor wir losfahren. Klar. Je besser wir vorbereitet sind, desto mehr werden wir alle von unserem Ausflug mit der Familie genießen können. Klar. Je besser wir vorbereitet sind, desto mehr werden wir alle von unserem Ausflug mit der Familie genießen können. Übrigens, haben wir über Übernachtungsmöglichkeiten nachgedacht. Übrigens, haben wir über Übernachtungsmöglichkeiten nachgedacht. Nein, das haben wir noch nicht. Wir sollten ein paar Optionen in Betracht ziehen. Nein, das haben wir noch nicht. Wir sollten ein paar Optionen in Betracht ziehen. Wir könnten ein Zelt aufstellen oder ein Ferienhaus mieten. Wir könnten ein Zelt aufstellen oder ein Ferienhaus mieten. Ein Ferienhaus klingt gut. Dann haben wir alle unseren eigenen Raum und können uns entspannen. Ein Ferienhaus klingt gut. Dann haben wir alle unseren eigenen Raum und können uns entspannen. Ja, und wir haben auch eine Küche, um unsere eigenen Mahlzeiten zuzubereiten. Ja, und wir haben auch eine Küche, um unsere eigenen Mahlzeiten zuzubereiten. Genau. Aber wir sollten sicherstellen, dass wir früh genug buchen, um ein Ferienhaus zu bekommen. Genau. Aber wir sollten sicherstellen, dass wir früh genug buchen, um ein Ferienhaus zu bekommen. Wir können online nach Verfügbarkeiten suchen oder eine Reiseagentur kontaktieren. Wir können online nach Verfügbarkeiten suchen oder eine Reiseagentur kontaktieren. Ja, das sind auf jeden Fall zwei gangbare Möglichkeiten. Ja, das sind auf jeden Fall zwei gangbare Möglichkeiten. Wir sollten das so bald wie möglich erledigen, um sicherzustellen, dass wir eine gute Option bekommen. Wir sollten das so bald wie möglich erledigen, um sicherzustellen, dass wir eine gute Option bekommen. Absolut. Lass uns das jetzt auf unsere Liste setzen. Absolut. Lass uns das jetzt auf unsere Liste setzen. Klar. Es ist wichtig, alles im Voraus zu planen, damit wir uns keine Sorgen machen müssen, wenn wir tatsächlich auf unserem Ausflug sind. Klar. Es ist wichtig, alles im Voraus zu planen, damit wir uns keine Sorgen machen müssen, wenn wir tatsächlich auf unserem Ausflug sind. Da hast du recht. Und so, wir können uns dann auf das Wichtigste konzentrieren, Zeit mit unserer Familie zu verbringen. Da hast du recht. Und so, wir können uns dann auf das Wichtigste konzentrieren, Zeit mit unserer Familie zu verbringen. Genau. Lass uns alles genau organisieren, und dann können wir uns auf einen tollen Tag mit der Familie freuen. Genau. Lass uns alles genau organisieren, und dann können wir uns auf einen tollen Tag mit der Familie freuen. Absolut. Ich denke, es wird großartig werden. Absolut. Ich denke, es wird großartig werden. Die Situation. Sie wollen gemeinsam eine Einkaufsliste planen und dann einkaufen gehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was kaufen? Wo und wann kaufen? Wie viel Geld ausgeben? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo David.
Wie geht es dir? Hallo Anna. Mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke der Nachfrage. Du David, passt das für dich, wenn wir jetzt gemeinsam eine Einkaufsliste für unser Abendessen planen? Ja, das können wir gerne machen. Ich liebe es, gemeinsam zu kochen und neue Rezepte auszuprobieren. Welches Gericht möchtest du denn kochen? Wie wäre es mit einem leckeren Nudelgericht? Ich habe ein tolles Rezept für Pasta mit Tomatensoße. Lecker. Ich liebe Pasta und Tomatensoße. Welche Zutaten brauchen wir dafür? Zuerst brauchen wir natürlich Nudeln. Welche Nudelsorte möchtest du? Spaghetti sind immer lecker. Lass uns Spaghetti nehmen. Wie findest du das? Gut, Spaghetti stehen auf der Liste. Dann brauchen wir Tomaten für die Soße. Ich habe gehört, dass frische Tomaten besser sind. Sollen wir frische Tomaten kaufen? Ich habe gehört, dass frische Tomaten besser sind. Sollen wir frische Tomaten kaufen? Ja, das stimmt. Frische Tomaten sind leckerer. Ich werde sie auf die Liste setzen. Ja, das stimmt. Frische Tomaten sind leckerer. Ich werde sie auf die Liste setzen. Dann könnten wir auch Zwiebeln und Knoblauch für die Soße brauchen. Dann könnten wir auch Zwiebeln und Knoblauch für die Soße brauchen. Ach ja, Zwiebeln und Knoblauch geben der Soße Geschmack. Ich werde beides aufschreiben. Ach ja, Zwiebeln und Knoblauch geben der Soße Geschmack. Ich werde beides aufschreiben. Gut. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Gewürze hinzufügen, um die Soße würziger zu machen. Gut. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Gewürze hinzufügen, um die Soße würziger zu machen. Was denkst du? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Basilikum und Oregano passen gut zur Tomatensoße. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Basilikum und Oregano passen gut zur Tomatensoße. Perfekt. Wir sollten auch darüber nachdenken, was wir als Beilage essen möchten. Perfekt. Wir sollten auch darüber nachdenken, was wir als Beilage essen möchten. Hast du da eine Idee? Salat wäre eine gute Beilage. Welches Gemüse möchtest du in den Salat geben? Salat wäre eine gute Beilage. Welches Gemüse möchtest du in den Salat geben? Ich mag Gurken und Tomaten im Salat. Und vielleicht ein paar Paprikastreifen. Ich mag Gurken und Tomaten im Salat. Und vielleicht ein paar Paprikastreifen. Das klingt nach einem erfrischenden Salat. Ich werde Gurken, Tomaten und Paprika auf die Liste setzen. Das klingt nach einem erfrischenden Salat. Ich werde Gurken, Tomaten und Paprika auf die Liste setzen. Schön. Wir könnten auch ein Dressing für den Salat brauchen. Was hältst du von einem einfachen Essigöl-Dressing? Schön. Wir könnten auch ein Dressing für den Salat brauchen. Was hältst du von einem einfachen Essigöl-Dressing? Das klingt gut. Essigöl-Dressing ist schnell gemacht und lecker. Das klingt gut. Essigöl-Dressing ist schnell gemacht und lecker. Toll. Ich freue mich schon darauf, unser Abendessen zu kochen. Toll.
Ich freue mich schon darauf, unser Abendessen zu kochen. Ich auch. Es wird sicherlich köstlich sein. Aber vergiss nicht, dass wir auch etwas zum Trinken brauchen. Ich auch. Es wird sicherlich köstlich sein. Aber vergiss nicht, dass wir auch etwas zum Trinken brauchen. Stimmt. Wasser und Saft sollten auf unserer Einkaufsliste stehen. Stimmt. Wasser und Saft sollten auf unserer Einkaufsliste stehen. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Snacks für den Abend haben, während das Essen kocht. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Snacks für den Abend haben, während das Essen kocht. Was sagst du dazu? Gute Idee. Wir könnten einige Chips und Nüsse besorgen. Gute Idee. Wir könnten einige Chips und Nüsse besorgen. Und vielleicht ein paar Oliven und Käse noch. So haben wir eine kleine Vorspeise. Und vielleicht ein paar Oliven und Käse noch. So haben wir eine kleine Vorspeise. Das klingt nach einem perfekten Plan. Wir haben alles auf der Liste. Das klingt nach einem perfekten Plan. Wir haben alles auf der Liste. Wir sollten auch überlegen, welche Menge wir von jeder Zutat benötigen. Wir sollten auch überlegen, welche Menge wir von jeder Zutat benötigen. Das ist wichtig. Wir möchten sicherstellen, dass wir genug für uns beide haben. Das ist wichtig. Wir möchten sicherstellen, dass wir genug für uns beide haben. Genau. Was müssen wir vor dem Einkauf erledigen? Genau. Was müssen wir vor dem Einkauf erledigen? Wir sollten zuerst das Rezept durchlesen und sicherstellen, dass wir alles verstehen. Wir sollten zuerst das Rezept durchlesen und sicherstellen, dass wir alles verstehen. Alles klar. Ich werde das Rezept sorgfältig lesen und mir die Zubereitungsschritte merken. Alles klar. Ich werde das Rezept sorgfältig lesen und mir die Zubereitungsschritte merken. Gut, wir könnten auch eine Liste der Zutaten erstellen und sehen, welche wir bereits zu Hause haben. Gut, wir könnten auch eine Liste der Zutaten erstellen und sehen, welche wir bereits zu Hause haben. Tolle Sache. So vermeiden wir, dass wir doppelte Zutaten kaufen. Tolle Sache. So vermeiden wir, dass wir doppelte Zutaten kaufen. Genau. Wie viel möchten wir für das Abendessen ausgeben? Genau. Wie viel möchten wir für das Abendessen ausgeben? Ich denke, wir könnten etwa 20 € für die Zutaten einplanen. Das sollte ausreichen. Ich denke, wir könnten etwa 20 € für die Zutaten einplanen. Das sollte ausreichen. Das klingt vernünftig. Mit 20 € sollten wir gut hinkommen. Das klingt vernünftig. Mit 20 € sollten wir gut hinkommen. Das glaube ich auch. Und wo sollten wir die Zutaten kaufen? Das glaube ich auch. Und wo sollten wir die Zutaten kaufen? Es gibt einen Supermarkt in der Nähe. Wir könnten dort einkaufen gehen. Es gibt einen Supermarkt in der Nähe. Wir könnten dort einkaufen gehen. Abgemacht. Der Supermarkt hat alles, was wir brauchen. Abgemacht. Der Supermarkt hat alles, was wir brauchen. Und wann möchten wir einkaufen gehen?
Und wann möchten wir einkaufen gehen? Wie wäre es, wenn wir morgen Vormittag einkaufen gehen? Da haben wir genug Zeit, alles vorzubereiten. Wie wäre es, wenn wir morgen Vormittag einkaufen gehen? Da haben wir genug Zeit, alles vorzubereiten. Passt, ich bin morgen Vormittag verfügbar. Passt, ich bin morgen Vormittag verfügbar. Dann ist es entschieden. Morgen Vormittag gehen wir einkaufen und bereiten gemeinsam unser Abendessen vor. Dann ist es entschieden. Morgen Vormittag gehen wir einkaufen und bereiten gemeinsam unser Abendessen vor. Ich freue mich schon darauf. Es wird sicherlich eine spaßige und leckere Zeit. Ich freue mich schon darauf. Es wird sicherlich eine spaßige und leckere Zeit. Ich auch, David. Gemeinsames Kochen macht immer mehr Spaß. Ich auch, David. Gemeinsames Kochen macht immer mehr Spaß. Die Situation. Jakob, Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job. Sie brauchen dabei Unterstützung. Und Sarah kann Ihnen dabei helfen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Job finden. Ab wann arbeiten? Wie lange arbeiten? Welcher Beruf? Wo eine freie Stelle finden? Bewerbung? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. So, Sarah. Wie war deine Fahrt? Meine Fahrt war schlecht. Neben mir hat eine Frau mit einem Kind gesessen. Neben mir hat eine Frau mit einem Kind gesessen. Warum war das schlecht? Kinder sind lustig und süß. Warum war das schlecht? Kinder sind lustig und süß. Ja, wenn sie nicht weinen. Das Kind hat eine Stunde geweint. Ja, wenn sie nicht weinen. Das Kind hat eine Stunde geweint. Oh je. Das ist zu viel. Du Sarah, hättest du kurz Zeit? Oh je. Das ist zu viel. Du Sarah, hättest du kurz Zeit? Ich möchte dich um einen Rat bitten. Ich möchte dich um einen Rat bitten. Ja, bitte. Kein Problem, ich habe Zeit. Ja, bitte. Kein Problem, ich habe Zeit. Also, im November habe ich geplant, einen Online-Sprachkurs zu beginnen. Also, im November habe ich geplant, einen Online-Sprachkurs zu beginnen. Mein Computer ist aber alt und sehr langsam, mit dem kann ich nicht gut lernen. Mein Computer ist aber alt und sehr langsam, mit dem kann ich nicht gut lernen. Ich bräuchte dafür einen neuen Computer. Ich bräuchte dafür einen neuen Computer. Momentan habe ich aber leider nicht genug Geld, um mir einen neuen Computer zu kaufen. Momentan habe ich aber leider nicht genug Geld, um mir einen neuen Computer zu kaufen. Deswegen suche ich jetzt einen Job. Könntest du mich dabei unterstützen? Deswegen suche ich jetzt einen Job. Könntest du mich dabei unterstützen? Naja, ich bin mir nicht sicher, wie ich dir genau dabei helfen soll. Naja, ich bin mir nicht sicher, wie ich dir genau dabei helfen soll. Aber wir können es probieren. Ab wann könntest du denn arbeiten?
aber wir können es probieren. Ab wann könntest du denn arbeiten? Ich suche nach einem Job in den Ferien. Ab Juli könnte ich also beginnen zu arbeiten. Ich suche nach einem Job in den Ferien. Ab Juli könnte ich also beginnen zu arbeiten. Und wie lange möchtest du pro Tag arbeiten? Und wie lange möchtest du pro Tag arbeiten? Ich könnte 4 Stunden pro Tag arbeiten. Ich könnte 4 Stunden pro Tag arbeiten. Okay, dann suchst du nach einer Teilzeitbeschäftigung? Okay, dann suchst du nach einer Teilzeitbeschäftigung? Ja, richtig. Das Problem ist aber, dass ich nicht weiß, welcher Beruf zu mir passt. Ja, richtig. Das Problem ist aber, dass ich nicht weiß, welcher Beruf zu mir passt. Beziehungsweise für welchen Beruf ich Talent hätte. Beziehungsweise für welchen Beruf ich Talent hätte. Fällt dir eine Arbeit ein, die für mich geeignet wäre? Fällt dir eine Arbeit ein, die für mich geeignet wäre? Wie wäre es, als Verkäufer zu arbeiten? Wie wäre es, als Verkäufer zu arbeiten? Soweit ich dich kenne, bist du kommunikativ und freundlich, das wären doch gute Voraussetzungen? Soweit ich dich kenne, bist du kommunikativ und freundlich, das wären doch gute Voraussetzungen? Verkäufer? Diese Arbeit finde ich überhaupt nicht interessant, und anstrengend ist sie auch. Verkäufer? Diese Arbeit finde ich überhaupt nicht interessant, und anstrengend ist sie auch. Okay, du hast ja recht. Okay, du hast ja recht. Was hältst du davon, als Kellner in einem Restaurant zu arbeiten? Was hältst du davon, als Kellner in einem Restaurant zu arbeiten? Dort ist die Arbeit zwar auch stressig, aber du kannst zumindest auch Trinkgeld bekommen. Dort ist die Arbeit zwar auch stressig, aber du kannst zumindest auch Trinkgeld bekommen. Das finde ich gut. Aber wo kann ich eine freie Stelle als Kellner finden? Das finde ich gut. Aber wo kann ich eine freie Stelle als Kellner finden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du schaust, entweder bei Stellenanzeigen, im Internet, oder in der Zeitung. Du schaust, entweder bei Stellenanzeigen, im Internet, oder in der Zeitung. Oder du kannst direkt zu den Restaurants gehen und fragen, ob sie Kellnerinnen suchen. Oder du kannst direkt zu den Restaurants gehen und fragen, ob sie Kellnerinnen suchen. Ich kann auch ein paar Freunde fragen, vielleicht wissen sie, welches Lokal Kellnerinnen sucht. Ich kann auch ein paar Freunde fragen, vielleicht wissen sie, welches Lokal Kellnerinnen sucht. Toll. Das wäre sehr nett von dir, wenn du deine Freunde fragen könntest. Toll. Das wäre sehr nett von dir, wenn du deine Freunde fragen könntest. Ich werde gleich heute mal ins Internet schauen, ob ich ein paar Stellenangebote finde. Ich werde gleich heute mal ins Internet schauen, ob ich ein paar Stellenangebote finde. Und gegenüber meiner Wohnung gibt es ein italienisches Restaurant. Und gegenüber meiner Wohnung gibt es ein italienisches Restaurant. Da werde ich am Wochenende vorbeischauen und fragen, ob sie Mitarbeiterinnen brauchen.
Da werde ich am Wochenende vorbeischauen und fragen, ob Sie Mitarbeiterinnen brauchen. Hast du ein paar Tipps für die Bewerbung? Hast du ein paar Tipps für die Bewerbung? Wenn du persönlich zu dem Restaurant gehst, dann kannst du deine Bewerbungsunterlagen mitnehmen. Wenn du persönlich zu dem Restaurant gehst, dann kannst du deine Bewerbungsunterlagen mitnehmen. Vielleicht kannst du sie dann gleich dort abgeben. Vielleicht kannst du sie dann gleich dort abgeben. Aber wenn du dich per E-Mail bewirbst, dann wäre es gut, wenn du ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf mitschickst. Aber wenn du dich per E-Mail bewirbst, dann wäre es gut, wenn du ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf mitschickst. Du kannst auch bei der Firma anrufen, wenn du Fragen zu dem Stellenangebot hast. Du kannst auch bei der Firma anrufen, wenn du Fragen zu dem Stellenangebot hast. Wirklich? Sonst nichts mehr zu tun? Wirklich? Sonst nichts mehr zu tun? Naja, wenn die Firma deine Bewerbungsunterlagen interessant findet. Naja, wenn die Firma deine Bewerbungsunterlagen interessant findet. Dann wirst du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Dann wirst du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Okay, danke, da bin ich schon gespannt. Okay, danke, da bin ich schon gespannt. Jetzt muss ich erst mal meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Jetzt muss ich erst mal meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Bitte, gern geschehen. Viel Erfolg bei der Suche. Bitte, gern geschehen. Viel Erfolg bei der Suche. Und falls du noch weitere Tipps für ein Bewerbungsgespräch brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Und falls du noch weitere Tipps für ein Bewerbungsgespräch brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Vielen Dank. Auf das Angebot werde ich gerne zurückkommen. Vielen Dank. Auf das Angebot werde ich gerne zurückkommen. Ja gut. Dann alles Gute, noch einmal, und schönen Abend noch. Ja gut. Dann alles Gute, noch einmal, und schönen Abend noch. Danke, ich wünsche dir auch einen angenehmen Abend. Tschüss. Danke, ich wünsche dir auch einen angenehmen Abend. Tschüss.